Ja, hallo, liebe Zuschauer. Neben mir steht ein absolutes YouTube-Urgestein. Und nicht nur YouTube-mäßig ist er mega bekannt, sondern ist auch ein absolutes Vario-Urgestein. Und zwar steht neben mir, ich glaube, man muss ihn nicht vorstellen und er braucht sich auch eigentlich nicht selbst vorzustellen, aber wir tun es trotzdem. Neben mir steht Harco. Harco, genau. Oder Hartmut, beides ist okay. Oder Hartmut Konrad, ganz genau. Mensch, Hartmut, ich habe jetzt natürlich auch durch die Social Media erfahren, dass du dir, ich sag mal, ein zweites Mal einen absoluten Lebenstraum erfüllt hast. Du hast dir jetzt zum zweiten Mal ein absolutes Traummobil gekauft, nämlich ein Vario-Mobil. Vario Star. Ich muss dich jetzt verbessern, es ist der dritte. Ach du Schande. Ja, also wir haben, der erste Vario, den wir haben, war ein Gebrauchter. Ja. Der war 1 Jahr alt. Den haben wir etwa 5 Jahre gefahren. Und den aktuellen, den wir jetzt noch fahren, den haben wir 17 Jahre gefahren. Sind wir jetzt damit schon über 20 Jahre. Und jetzt kommt der neue Vario Star, der jetzt hier hinter uns steht. Okay, also bist du ein absoluter Wiederholungstäter, also ist es jetzt dein drittes Fahrzeug und das zweite Neufahrzeug, was du kaufst. Richtig. Also wenn man einmal bei dem Fabrikat ist, dann fällt es, oder mir oder uns fällt es dann schwer, auf ein anderes Fabrikat umzusteigen. Also das ist schon eine Hausnummer. Die bauen schon ordentliche Fahrzeuge, sonst würde ich nicht dabei bleiben. Ja, das glaube ich. Wir gehen gleich mal rüber und ich hoffe, du erlaubst uns und den Zuschauern dann auch mal den ein oder anderen Einblick in dein Fahrzeug raus. Was mich interessieren würde, was macht für dich genau die Faszination Vario-Mobil aus? Warum ausgerechnet Vario? Ja, was ist Vario-Mobil für dich? Ja, man muss das vielleicht so erklären. Wir leben 230 Tage etwa in dem Mobil. So, es wird also sehr stark genutzt und beansprucht. Und da brauchst du schon ein bisschen vernünftiges Material. Und das verbauen die. Und die verbauen es auch so, dass es alles ordentlich und fest ist und nicht nach 3 Jahren irgendwas kaputt ist. Ich will da jetzt nicht ein anderes Fabrikat irgendwo schlecht reden oder sagen, da ist es so, sondern aber da ist schon ein gewisser Anspruch von uns da und das erfüllt hier Vario Mobil. Gut, okay, das hat ja auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass man ein anderes Fabrikat schlecht spricht. Du hast halt eben mit der Marke jetzt zweimal hintereinander sehr gute Erfahrungen gemacht und dann spricht ja nichts dagegen, dass man sagt, Mensch, Kinder, ich bleibe diesem Hersteller treu und kaufe mir jetzt ein drittes Mal genau so ein Fahrzeug. Ja. Zum Fahrzeug, du bist wahrscheinlich auch unter der 7,49 Tonnen Grenze unterwegs und das Fahrzeug hat eine Masse im fahrbereiten Zustand um und bei von? Also der Leergewicht von 6.750, also 750 Kilo etwa Zuladung haben wir und damit kommen wir auch zurecht. Da haben ja viele mir geschrieben bei meinen Videos, oh, das ist aber ja knapp für so ein großes Fahrzeug. Wir haben es mal rausgerechnet oder hingerechnet, es passt bei uns von der Zuladung, der Dieseltank ist schon zu 90% gefüllt, der Wassertank mit 100 Litern und kennt ihr ja alles und dann denken wir, dass wir mit der Zuladung hinkommen. Ja, also ich bin der Meinung, nur weil das Auto groß ist, muss man nicht unbedingt viel mehr Zuladung haben, weil ihr seid mit 2 Personen. 2 Personen haben einen gewissen, ich sag mal, Bedarf, den sie mit einem Reisemobil mitnehmen, je nach Jahreszeit. Und ob das Auto dann 10 Meter ist oder 5 Meter, da komme ich im Regelfall mit 500, 600 Kilo eigentlich immer hin. Das ist auch in unseren Fahrzeugen so. Ne? Ja, ich würde jetzt gerne mal mit dir zum Fahrzeug gehen, dass du uns vielleicht mal das ein oder andere zeigst. Und ich schlage vor, wir fangen mit dem Innenraum ein. Gerne. Ja, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, als ich gerade reingekommen bin, also ich war erstmal komplett geflasht. Also erstmal absolut, jetzt falle ich gleich hier runter. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist mal echt ein geiles Wohnmobil. Da habt ihr euch echt was gegönnt. Habt ihr es selber so mit Heiko Hülsmann von Vario Mobil, der ja die Planung und Konstruktion von den Fahrzeugen macht, habt ihr es selber geplant bzw. zusammengestellt, jetzt so was Leder betrifft und die Oberschränke? Das habt ihr selber gemacht. Das heißt, ihr war von vornherein klar, wo es hingeht. Ja, genau. Aber es ist schon ganz klar, Vario hat Vorschläge gemacht und diese Vorschläge haben wir dann uns angeschaut. Vario hat ja immer so 1, 2 Fahrzeuge in der Ausstellung stehen, wo man dann auch vielleicht noch nicht diese Zusammenstellung so hat, wie es jetzt hier ist, aber ähnlich ist. Und man sagt, okay, das würde uns gefallen. Und von daher ist das halt so eine Ergänzung. Also wir haben schon ausgesucht, aber Vario hat gesagt, das passt da gut zu. Du kriegst Vorschläge, egal ob
ob mit dem Fußboden ist, ob es mit dem Leder ist. Man tendiert oder ich tendiere leicht dazu. Wir haben vorher so ein helles Grau gehabt beim Leder und dann denkt man, ach, das nimmst du wieder, das hat uns sehr gut gefallen. Und aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, gut, dass wir das geändert haben. Man will ja auch mal was anderes sehen als immer die weißen hellen Möbel. Ja, das ist so Cappuccino-Farben. Ja, denke genau, ich, ist genau. sehr unempfindlich und auch sieht sehr, sehr, sehr gemütlich und auch warm sieht es aus, wenn man hier reinkommt. Genau, das ist also dieses Zusammenspiel auch mit den weißen Klappen, was nicht Hochglanz ist, sondern so ein bisschen matt ist, finden wir schön. Und ich mag das, auf der einen Seite mag ich gerne Kontraste, das heißt, viele haben ja so ein dunkles Holz und dann weiße Möbel dazu noch. Das sieht auch immer gut aus, aber ich muss im Nachhinein jetzt sagen, also mir gefällt das jetzt noch ein bisschen besser. Ist auch ein bisschen zeitloser, glaube ich. Hartmut, ganz ehrlich, mir gefällt das auch besser, weil dieser dunkle Holzton und dann mit den elfenbeinfarbenen Möbelklappen, den siehst du im Moment überall. Das ist einfach so. Ja. Gehst du in ein Wohnmobil, hast du wohl die nächsten 5 auch schon gesehen. Ja. Das ist jetzt eine Farbkombi, die sieht man relativ selten, aber du hast vollkommen recht, es ist absolut zeitlos und es sieht einfach, ich sag mal, urgemütlich aus. Es sieht modern aus und trotzdem urgemütlich. Das ist ein absolut zeitloses Auto, was du hier hast. Ich habe das Video gesehen von der Probefahrt, die du gemacht hast mit dem Heiko zusammen. Ja. Wo Rita noch von hinten gefilmt hat. Du hast ja schon diese neuen Mirror-Cams halt drin, diese Spiegel. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich selber habe mir mal vor einiger Zeit einen neuen Audi e-tron bestellt und den gab es eben auch mit diesen digitalen Spiegel. Und das Vorführwagen, was ich da hatte, der hatte diese digitalen Spiegel drin. Ich kam da nicht mit zurecht. Und ich habe das aber gesehen bei der Probefahrt, die du gemacht hast. Du bist da so richtig gut mit umgegangen. Wie hast du das empfunden? Ist das nicht ungewohnt am Anfang? Ja, es ist, das hat man auch gemerkt. Hat ja auch mal einer geschrieben bei meinen Kommentaren, ob der alte Mann da noch mit zurechtkommt. Oh. Nein, aber gut, es ist natürlich eine andere Geschichte, man muss sich da erst reinfinden. So, und dann ist natürlich auch die Bedienung ganz anders beim neuen MAN, was hier zum Beispiel bei der Automatik einen Gang einlegen und all diese Dinge. Ich habe das Video einfach so, nicht viel geschnitten, so wie wir es aufgenommen gebracht. Genau. Das war das erste Mal, dass ich dort am Steuer gesessen habe. Echt? Und so habe ich mich natürlich auch verhalten entsprechend. Ja, klar. So, und dann weiß man nicht mal alles gleich. Und nein, aber ich denke, ich habe schnell gemerkt, mit diesem Spiegelersatzsystem komme ich gut zurecht. Ich kann die weißen Linien auf der Straße durch die 360-Grad-Geschichte, kann ich genau sehen, dass ich immer in der Spur bin. Auch diese Spurassistenten mit dem Abstand halten und so weiter. Der bremst automatisch, wenn ich ein Tempomat drin habe, der beschleunigt wieder von alleine. Das kann man ja natürlich alles wegschalten, wenn man das nicht möchte. Aber gut, ich denke auch, und man wird ja, ich bin jetzt 72 Jahre alt und also kurz vor der Einschulung. Genau. Und dass dann, wenn man älter wird, man vielleicht froh ist, wenn man gewisse Assistenten hat, weil man vielleicht doch nicht mehr so gut reagiert und ohne da jetzt irgendwelche Ängste zu haben oder so. Nee. Nein, aber ich glaube, ist eine gute Geschichte. Ja, ich finde diese Assistenzsysteme, die heutzutage in den Autos sind, natürlich ist das puristische Autofahren dann weg, aber es ist einfach ein Sicherheitsfeature und man hat mal schnell was übersehen oder abgelenkt und dann ist man schon ganz froh, wenn man so ein Abstandsregeltempomat beispielsweise hat. Und die Mirror-Cams haben natürlich auch den Riesenvorteil, es ist nichts mehr mit Beschlagen oder mit Wasserperlen, die da drauf jetzt gefrieren. Ich weiß nicht, ob du in deinem Auto schon beheizte Spiegel hattest. Hattest du schon gehabt, okay. Aber das gibt es hier eben alles nicht. Und auch in der Nacht sieht man natürlich super. Trotz alledem war es für mich eine Umstellung. Ich hatte nicht den Mut und habe dann bei mir in dem Audi dann tatsächlich normale Spiegel halt bestellt. Ja. Was ich noch auch gut finde, die haben ja einmal auch einen Weitwinkel als Kamera drin und das heißt im Alter bei mir, ich kann nicht mehr so gut den Nacken bewegen. Ja. So, und wenn ich jetzt im spitzen Winkel irgendwo rausfahre, dann kann ich den Verkehr nicht einsehen oder ich müsste erst weit mit dem Kopf aus dem Fenster. Kannst du umschalten? Brauche ich nicht umschalten. Ich habe einen Weitwinkel im unteren Bereich, einen Weitwinkel und kann dann genau erkennen oder sehen, die Streifen von hinter mir einsehen, ob da jetzt irgendwas von hinten kommt. Okay. Und wenn ich jetzt einfädeln will zum Beispiel. Okay. Und das ist eine schöne Geschichte. Das war sowas, das Erste, was ich da so schnell gemerkt habe, als ich die Probefahrt gemacht habe.
Okay, perfekt. Hier drunter ist ein MAN, das sehe ich am Lenkrad drunter mit automatisiertem Schaltgetriebe. 6 oder 12 Gänge, was hat er? 6, also mit 12 geht nicht wegen dem Gewicht. Okay, ja klar, stimmt. Von daher muss ich mit 6 klarkommen. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem alten MAN, den ich jetzt fahre, TGL, und diesem neuen. Also hier fährt, ich will nicht sagen schon fast wie PKW, aber es ist schon wesentlich ruhiger. Die Lenkung allein wie beim PKW so leicht läuft die. Also hat Spaß gemacht. Ja, auch das Getriebe von den Schaltpausen her, das wechselt ja unheimlich schnell die Gänge, reagiert auch sehr schnell auf, ich sag mal, Aktionen, wenn ich irgendwo jetzt einen Serpentin rauffahre oder so, die Schaltzeiten, die Reaktionszeiten. Ja, und den direkten Eingriff, den habe ich jetzt auch noch nicht bei der Automatik. Bei meinem jetzigen muss ich umschalten auf Handbetrieb und dann kann ich, manuell, so heißt es ja, richtig, und bei diesem kann ich so eingreifen. Einfach mittendrin, wenn ich jetzt feststelle, ich bin an der Steigung, er weiß ja nicht, dass es bergauf geht, so, dann kann ich auch klack, zack, einen Gang runter und weiter geht's. Ne? Das Getriebe kann nicht gucken, was wir können. Also so ein bisschen was dürfen wir auch noch machen. Richtig. Genau, wie viel PS hat das Auto? 220. Okay. Autarkie, also sprich Frischwasser, hast du wie viel hier drin? 300. Oh, das ist dicke genug, oder? 150 Fäkalien und 200 Liter Abwasser. Ja, okay, damit bist du eine ganze Zeit lang autark. Wir haben das jetzt ähnlich, also wir haben jetzt etwas mehr Abwasser, aber Abwasser wird man schnell los, das ist nicht das Problem. Und von daher, nein, wir sind also zufrieden und auch, das muss ja auch alles passen von der Größe und auch vom Gewicht her. Insofern ist das alles okay für uns. Von den Batteriekapazitäten bist du natürlich mit Lithium hier unterwegs. Wie viel hast du da drin liegen? 400, 2x200. Ich habe jetzt 360, habe also für mich errechnet, irgendwann ist sowieso bei Lithium auch Schluss. Wenn du jetzt eine Woche keine Sonne hast, dann ist auch vorbei, dann sind die Batterien leer bei mir. So, also von daher bringt es dann nicht mehr so viel, nochmal aufzustoppen. Klar, immer mehr ist immer besser noch, aber für uns muss es so reichen. Okay, perfekt. Das Auto hat eine Länge von 8,25 Meter. Und eine Höhe von? 3,40 Meter. Okay, weil meistens ist die Höhe, finde ich, oftmals das Kriterium. Ich finde, die Länge ist nicht so entscheidend. Ich sage, überall in Europa muss ein Feuerwehrwagen und ein Müllwagen hin und da fahre ich auch mit meinem Wohnmobil hin. Richtig. Die Höhe mit Bäumen oder Brücken vorstellen, die ist dann manchmal so ein bisschen unangenehm. Da kriegt man eher nasse Hände als wie mit der Länge. Empfindest du auch so? Ist so, ja. Vor allen Dingen, man möchte ja so ein neues Fahrzeug auch nicht verschrammen oder an irgendwelchen Bäumen hängen bleiben damit. Und insofern bin ich froh über jeden Zentimeter, was er runter oder kleiner ist oder nicht in der Höhe so hoch ist. Wenn ich das heute sehe, viele Fabrikate sind ja schon 3,50, 3,60 hoch. Und nein, also von daher ist das für mich genau das Richtige. Kleiner Tipp von mir, ich weiß nicht, ob du das weißt, mein Auto ist auch 3,60 Meter hoch und ich habe die ersten 40 Zentimeter oben vom Fahrzeug mit einer Steinschlag-Schutzfolie, die man heute bei hochwertigen Sportwagen vorne auf der Haube macht. Die ist wie so eine Gummihaut. Ja. Die habe ich oben von der Dachrundung aus die ersten 40 Zentimeter geklebt. Aha. Und die ist selbstheilend. Bedeutet, wenn ich mal an einem Ast vorbeifahre, was mir auch schon passiert ist, dann kannst du wirklich mit einem Warmluftföhn oder wenn die Sonne draufsteht, dann sind die Kratzer, die in der Folie sind, wenn da überhaupt welche reinkommen, die ziehen sich wieder automatisch raus. Kostet nicht so viel, ist eine super Sache, weil so ein Variomobil mit so einer extrem aufwendigen Lackierung, da mal gerade einen Kratzer raus zu lackieren, ist nicht so angenehm, vor allen Dingen, wenn es vom Geldbeutel geht. Und das ist eine Investition, die lohnt sich. Guter Tipp, danke. Ja, nee, da könnte ich sein, dass ich das machen möchte. Ich habe so viel von dir gelernt in deinen Videos, dann darfst du das von mir lernen. Ja, erzähl mal kurz was zur Aufteilung. Ich sehe eine Bar-Version, sehe ich hier drin, richtig schön gemütlich halt, ne? Ja, wir brauchen nicht mehr. Also ich würde auch nie ein Mobil nehmen mit einem Tisch in der Mitte, wo jetzt vielleicht 10 Leute sitzen können. Brauche ich ja nicht. Wir sind ja nur zu zweit und hier können wir auch mal zur Not zu 6 sitzen. Haben wir schon mal bei unserem jetzigen, der hat ja die gleiche Einteilung, schon mal gemacht. Und dann kannst du den Tisch ein bisschen rausziehen. Ja. Man essen mit 6 Personen natürlich nicht, aber mal ein Bier trinken oder einen Wein trinken ist kein Problem. Kann man hier ohne weiteres machen. Aber man ist ja überwiegend alleine oder zu zweit eben hier drin, sodass uns das also vom... Ich merke einfach auch die Bar-Version, muss ich ganz klar sagen. Ja, habe ich bei mir auch. Ich sage immer, kaufst ein Wohnmobil, kaufst du für dich und nicht für die Enkelkinder oder die Kinder oder der Erben oder einen Wiederverkauf. Das macht man für sich, man soll sich darin wohlfühlen und das wird auch ganz sicher mal irgendwann ein zweiter gut finden, wenn man das Auto mal loswerden möchte. Ja, schöne Winkelküche drin. Ich denke mal, hier wird die Rita das ein oder andere Barbecue schon mal vorbereiten, was wir dann vielleicht in Spanien gemeinsam zu uns nehmen können. Perfekt, dann hast du hier ein Raumbad drin. Ja.
Ja, achso, warte, stopp, ich sehe noch gerade den Kühlschrank hier. Hast du auch den neuen Dometic 10 schon drin, den du auf beiden Seiten öffnen kannst. Genau. Backofen, das finde ich jetzt wohl super angenehm. Das muss ich echt mal sagen, weil der ist auf einer Höhe, den klappst du auf und kannst da wirklich reingucken. Ne? Du hast manche Backöfen, die sind wirklich sehr, sehr hoch montiert und dann hat eine kleine Person, und Rita ist ja, glaube ich, auch nicht so ganz 2 Meter, sondern ein bisschen drunter, hast du keine Chance, da reinzugucken. Das finde ich jetzt super angenehm. Ja. Also, wenn der Heiko was plant, dann hat das schon meistens Hand und Fuß, oder? Genau, wir kennen uns ja schon fast 20 Jahre, Heiko, und wir haben das erste Fahrzeug gemeinsam geplant und gebaut und jetzt auch wieder, und dann ist das eine sehr angenehme Zusammenarbeit, hat Spaß gemacht und natürlich gibt es auch mal über den einen oder anderen Punkt, wo man nicht gleicher Meinung ist, da muss man das auch mal ausdiskutieren, aber insgesamt war das eine ganz tolle Geschichte. Jetzt sprichst du gerade von Planung und Planung, da zwingt sich mir eine Frage auf, heute reden ja alle über Lieferzeiten, endlos lange Lieferzeiten, ich sag mal vom ersten Gedanken, wo du bei Heiko oder beim Frank zusammen sitzt und ihr fangt an, eure Ideen auf ein Papier zu bringen, bis dann nachher, wo es heißt, so jetzt haben wir alles auf Papier gebracht und so bauen wir ihn jetzt. Jetzt nur der Zeitraum, nicht bis das Auto heute hier steht. Wie lange braucht sowas, so eine komplette Planung, wo du mit einbezogen wirst? Ja, ich fange mal mit dem aktuellen Modell oder Fahrzeug, was wir jetzt noch haben, was wir vor 17 Jahren, da sind wir, das war also eine ganz wilde Geschichte, da sind wir nach Vario hingefahren, wir waren auf dem Weg nach Spanien. Sind wir nach Vario hingefahren und wir hatten einen Termin bei Heiko und haben gesagt, wir interessieren uns für einen neuen Vario Star. Und dann am Ende des Tages hatten wir den Vertrag unterschrieben und neu bestellt. Wir sind nach Spanien. Wir hatten schon grob alles ausgesucht. Damals war die Bauzeit nicht so lang wie heute. Man hatte noch nicht so viele Aufträge zu dem Zeitpunkt. So, dass wir haben das Fahrzeug dann innerhalb von 4 Monaten, nur 3-4 Monaten war es fertig. Aber wir haben alles an einem Tag entschieden, ohne lange noch zu diskutieren, fertig, und es war am Ende alles gut. Alles gut. Und hier die Planung war in etwa? Hier war es nur so, man muss wissen, dieses Fahrzeug sollte oder ist ja noch ein Vorführfahrzeug. Ja. So, und hier hatte Vario natürlich auch gewisse Vorstellungen, wie sie das Fahrzeug bauen wollten, auch vom Inneren her und. Und da war es also gar nicht mehr so viel, was wir jetzt dass wir einen großen Kühlschrank haben wollen, war klar. Dass wir eine Barversion haben, war klar. Dass wir ein offenes Bad haben wollen, war klar. Einzelbetten war klar. Das war ja auch alles schon vorgegeben, da brauchte man nicht mehr lange drin. Also ging es da relativ schnell von der Planung. Genau. Und gehört zu den Leuten, der da nicht irgendwie lange rumlaviert, sondern dann geht es einfach los bei mir, zack. Ich sage, so wird das gemacht, fertig, aus. Das kennt man als Unternehmer, du wahrscheinlich auch. Ja, so Kunden würde ich mir auch gerne viele wünschen. Ja, gut, ist bei jedem anders, aber so ist es bei uns und war klare Linie und fertig. Sicher, das eine oder andere Detail musste man dann noch im Nachhinein, dann ruft man an und sagt, Mensch, das habe ich vergessen, das wollen wir noch einmal, das war aber kein großes Ding. Okay, super. Und wie lange hast du auf das ganze Auto gewartet und dann sind wir durch? Circa 1,5 Jahre. Ich hätte 3 Jahre warten müssen eigentlich, aber da es ein Vorführfahrzeug ist und wir haben einen Kompromiss geschlossen. Jetzt verstehe ich. Im November 2022 war es fertig und dann bleibt es so lange in der Firma bis hier zur Messe hin und danach am 12. September bekommen wir dieses Fahrzeug. Am 12. September. Ja, da bin ich leider nicht mehr hier, deswegen, das hätte ich auch noch gerne mit eingefangen. Ja, also schauen wir mal, hier hast du ein schönes Raumbad, das ist eine super schöne Aufteilung, die du hier in deinem Auto hast. Und hinten 2 Längs-Einzelbetten. Die Kleiderschränke sind dann klassisch unter dem... hier rechts und links neben dem Waschbecken sind Entschuldigung, ja. Das sind die beiden Kleiderschränke. Ist jetzt etwas weniger, als wir vorher hatten. Gut, wir haben immer mal von der Länge her, wir sind jetzt bei 8,25 Meter. Ich habe immer gesagt, egal bei welchem Fahrzeug, so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich. Ja. Ne? Einfach, ich würde ungern ein Fahrzeug über 9 Meter fahren. Ganz einfach, weil die Plätze, weißt du auch, in Spanien, egal wo man hinkommt, manchmal knapp sind von der Länge her, man kommt da nicht rein und insofern bin ich dann eher bei einem Fahrzeug mit 8 Metern. Ja, also ich finde das ganz gut, dass man hier so extrem auf den Kunden dann eingeht. Ich bin auch der Meinung, dass wenn ein Kunde sich für ein neues Fahrzeug interessiert, dass es eine ganz wesentliche Aufgabe des Verkaufsberaters
Verkaufsberaters ist, vorher eine genaue Bedarfsanalyse zu machen. Ich meine, hier wird ein Auto mehr oder minder für den Kunden komplett gebaut. Jetzt haben wir, ich meine, kann ich kein Geheimnis draus machen, ich bin ja nun mal Karthago-Händler, aber trotz alledem stehe ich hier. Jetzt haben wir natürlich ganz, ganz viele Modelle, wo der Kunde sich eins aussuchen kann. Aber es ist trotzdem die Aufgabe eines Verkaufsberaters, genau zu hören, wann will der Kunde, wie will der Kunde fahren, mit wie vielen Personen, was hat er für Hobbys eventuell und um dann das auch richtige Auto anzubieten. Das ist für dich ja eigentlich noch fast einfacher, hier ist ein Auto für dich gebaut worden. Richtig, das ist schon wahr. Aber das kann man immer nicht, oder andersrum angefangen. Viele unterschätzen das mit der Länge. Ne? Das heißt also, sie meinen, ja klar, die sehen so ein 10 Meter Fahrzeug, ist ja toll, innen eingerichtet, viel Platz, brauche ich unbedingt. Und dann fahren sie los und dann stellen sie fest, oh, da wird's knapp, da wird's knapp. Und dann, geht's los, vielleicht auch einen kleineren zu nehmen. Ne? Deswegen, ich finde auch immer, wenn einer neu anfängt, fang nicht gleich mit einem 10 Meter Auto an. Nee. Ne? Nee. 7,5 Meter, 8 Meter, ne? Die werden von alleine größer nachher. Das ist so. Also unsere Mobile sind auch immer größer geworden. Ich habe das auch bei meinen Kunden, stelle ich das fest. Die werden zuerst eine ganze Zeit lang immer größer und dann irgendwann werden sie aber auch wieder kleiner. Richtig, genau so ist es. Und dann merkt man selber, was brauche ich wirklich und wie groß und wie lang soll so ein Fahrzeug sein. Ja, okay. Also ich glaube, dass ich sagen darf, dass du dir hier wirklich einen, ja, ich höre jetzt dritten, ich sag mal, ja, Lebenstraum erfüllt hast. Und ich weiß, dass du einen sehr, sehr engen Terminkalender hast. Da wartet schon draußen der nächste, der kommt auch von weit her gefahren. Ich habe gehört, der soll sogar aus Spanien gekommen sein. Richtig, ja, das ist der Campingplatzbetreiber Pepe vom Camping Mar Azul. Ja, genau. Und wir kennen uns gut über Jahre schon. Ich habe ja auch viele Berichte über den Platz gemacht und der ist hier mit seiner Familie angereist und freut sich, uns hier zu treffen und wir wollen gleich noch zusammen Bier trinken. Ja, dann will ich das auf jeden Fall nicht länger herauszögern. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz, mit dir gemeinsam, dem YouTube-Urgestein schlechthin, das meine ich wirklich ernst, hier gemeinsam in deinem neuen Auto zu stehen und dass ich da für meine Community auch mal so einen kleinen Einblick in so ein Variomobil reinbringen kann. Ja. Und vielen, vielen Dank dafür. War für mich wirklich eine Ehre. Danke. Ich danke dir. Andreas, alles klar. Ciao. Ciao. Tschüss, liebe Zuschauer. Ciao.